Willkommen in Kandersteg! Wir sind das Schweizer Agro-Photovoltaik-Team. Unsere innovative Lösung für Agri-Photovoltaik ist die klimafreundlichste Alternative zu existierenden Agri-PV-Installationen. Im Vergleich mit dem Forschungsprojekt APV Resola nahe Bodensee, das APV-Ien-System benutzt etwa 5-mal weniger Stahl und bietet bessere Lichtbedingungen für die Pflanzen, als auch eine ziemlich höhere Stromproduktion außer der Vegetationszeit. Aus der ökonomischen Sicht bringt Ersparnisse von mindestens 10% an Baukosten und 30% höheren Stromertrag während mindestens 7 von 12 Monaten im Jahr. Diese neue Photovoltaikanlage auf einer ehemaligen Schotterdeponie nahe Wien spart 4.200 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Zwischen den Modulen sollen Schafe weiden, es handelt sich also um eine Agri-PV-Anlage der ersten Generation. Die zweite Generation von Agri-PV mit stationär befestigten Paneelen in der Höhe von 3 bis 5 Metern ermöglicht doppelte Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche mit einer maschinellen Ernte. Das sogenannte dynamische Agri-Photovoltaik ist die dritte Generation der Agri-PV. Drehbare Solarpaneelen optimieren die Solarsharing, mehr Licht für Pflanzen in der Vegetationszeit und höhere Stromproduktion im Winter. Herzlich willkommen in Kandersteg. Mein Name ist Miloslav Dorda. Seit 2010 fühle ich mich in diesem Bergparadies im Kanton Bern zu Hause. Um die Wurzeln meiner Motivation für die Optimierung der Agri-Photovoltaik zu entdecken, werfen wir einen kurzen Blick 1500 Kilometer nordöstlich in Schlesien. In meinem Heimatdorf Toschanovice sollen riesige Industriehallen auf 70 Hektaren des besten Ackerbodens entstehen. Mein Freund Wladimir Racek hat eine illustrative Videoaufnahme gedreht. Nacházíme se v Horních Tošanovicích a zde vidíme 700-hektarový pozemek obce. Je to nejlepší půda. Pole je obraceno na jihovýchod, na slunné straně. Der Hyundai-Komplex in Noschowitze befindet sich in Sichtweite. Die Agri-Photovoltaik wäre hier eine viel bessere Lösung. Das war der entscheidende Impuls, der mich motivierte, an dieser Agri-PV-Vision zu arbeiten. Mit dem Ziel, ein besseres Befestigungssystem zu entwickeln, möglichst kosteneffizient, dabei aber stabil und sicher. Der zweite Grund ist Energiewende. Die tschechische Regierung will AKW Dukovany und Temelín verdoppeln. Aber ich möchte keine Pragushima erleben. Meine dritte Motivation ist, lebenswichtige Dinge aktiv zu unterstützen. Die direkte Demokratie, die außenpolitische Neutralität und auch Kühe auf der Weide. Leider, es ist nur in der Schweiz möglich. Am Anfang wurde eine Recherche gemacht. Die Rheinseilkonstruktion von österreichischen Ingenieur Hans-Günther Chalun hat sich als sehr inspirierend bewiesen. Das Forschungsprojekt Resola von Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme mit 50 Tonnen von Stahlprofilen gab Verbesserungsbemühungen den Sinn. Die Konzeption des APV-IN-Befestigungssystems basiert auf der Kombination von Seilen und Stahlprofilen. Die Seile verstärken die Profile und ermöglichen, die Menge und das Gewicht der Stahl wesentlich reduzieren. Zugleich das Aufständerungssystem soll im Falle eines Schadensfalls der Seile bzw. der Profile auch kurzzeitig alleinig die Last tragen. Das System soll für unterschiedliche Modulgrößen funktionieren und kann tagsüber über das Nachführungssystem der Sonne einachsig nachfolgen. Dabei schmale flache Paneele, etwa 40 mal 100 cm, können von Vorteil sein. Zu den zentralen Fragen der Energiewende gehört, wie sich der Ausbau von Photovoltaik-Freilandanlagen möglichst positiv auf Umweltschutz, Landwirtschaft und Naturschutz auswirkt.
hat auch Potenzial für Rekultivierung von Wüstenregionen und kann der Desertifikation entgegenwirken. Agri-Photovoltaik ist rücksichtsvoll und schonend zu Vögeln und Fledermäusen. Die Agri-PV ermöglicht doppelte Nutzung des fruchtbaren Bodens, bietet Schutz für Pflanzen und Tiere vor Überhitzung, Austrocknung, Hageln. Einige Kulturen erzielen sogar höhere Erträge bei einer mäßigen Verschattung. Das APV-In-System mit Seilen innerhalb der Stahlkonstruktion bietet die Stahlleichtbauweise an. Die Aufständerung ist durch den eingesparten Materialanteil möglichst kosteneffizient herstellbar, dabei stabil und sicher. Das Gewicht vom benutzten Stahl kann bis 5-mal niedriger sein. Bei der Verwendung von drehbaren schmalen Modulen sind keine größeren Reihenabstände nötig, da die Lichttransparenz durch Drehung optimiert wird. Die Stromerträge sind während der Vegetationspause um 30% höher als bei der Agri-PV-Installationen mit stationären Modulen. Weitere Vorteile sind höhere Sonnenlichttransparenz sowie die Niederschlagshomogenität durch mehrere enge Lücken zwischen ihren Modulen in der Standardposition. Die APV-In-Installation kann südlich orientiert sein und durch eine perpendikulare Position zu den Sonnenstrahlen mehr Strom produzieren. Und wozu brauchen wir Ihre Unterstützung? Zuerst wird das existierende Konzept transformiert, von Online-CAD on Shape nach Standalone CAD-System wie Tekla Structures oder SolidWorks, das mit einem Exportmodul für statische Berechnungen ausgestattet ist. In der zweiten Phase wird das Konzept anhand der zu erwartenden Lasten auf Festigkeit berechnet. Nach der Überprüfung durch die Finite-Elemente-Methode wird die Optimierung des Modells nachfolgen. In der dritten Phase wird ein Testsystem aufgebaut und die Funktionalität getestet. Die Abschlussprüfung im Windkanal soll nachweisen, dass die Lösung lothaarfest ist. Das nächste Ziel ist die Präsentation des APV-In-Systems auf der Agri-Photovoltaik-Konferenz, deren zweiter Jahrgang findet Mitte Juni 2021 online statt. Mein Traum sind Pilotinstallationen der kleinen und mittleren Größe in Kandersteg. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.